Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu den Aquarell-Doodles im November. Ich hoffe, ihr habt Zeit, eine Tasse Tee und Lust, ein bisschen kreativ zu werden mit mir. Ich bin Mareike von Heavyweight Paper und ich freue mich total, dass du hier auf meinem Kanal gelandet bist und ganz einfache und schöne Aquarell-Doodles mit mir malen möchtest. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Dann legen wir mal los mit dem Material. Ich verwende wie immer für die Doodles mein Mixed Media Paper von Van Gogh und auch die Pinsel von Van Gogh, die finde ich super. Und fürs Vorskizzieren habe ich von Faber-Castell so einen Aquarellbleistift und für die Überschriften nehme ich diesen Fineliner. Meine Aquarellpalette ist wie immer gefüllt mit allen möglichen Farben und genau, dann können wir auch eigentlich schon loslegen. Ich mag es immer ganz gerne, so eine kleine Überschrift drüber zu schreiben, das sieht immer ganz cool aus. Und dann kann es auch eigentlich schon direkt losgehen mit dem ersten Mini-Motiv. Dafür mische ich mir so einen schönen blau-grün-türkiston an. Das erste Motiv, wie könnte es anders sein im November, soll ein Buch werden. Und damit ihr das aufs Papier bringen könnt, fangt ihr mit so einem Rechteck an und zieht euch dann den Buchrücken und die Rückseite von dem Einband eben mit einer dünnen Linie noch so rum. Für die kalten Tage brauchen wir natürlich auch was, um unseren Kopf ein bisschen zu wärmen. Und da könnt ihr euch einfach so einen Halbkreis ziehen mit einer kleinen Krempe, die da unten sitzt am Hut. Und auch da werden wir natürlich nachher noch ein bisschen drüber gehen mit ein paar Details. Das nächste Motiv ist eigentlich so ein bisschen noch an Halloween angelehnt, aber ich wollte es trotzdem unbedingt hier noch mit einbringen. Und zwar malen wir einen kleinen Geist, der uns durch die kalte Jahreszeit begleitet. Und Herbst, Winter ist natürlich auch Suppenzeit und Eintopfzeit. Deshalb dachte ich mir, können wir auch einfach mal so einen Topf irgendwie dudeln. Und das ist auch total einfach. Ihr startet wieder mit so einem Rechteck in einem relativ hellen Grauton. Könnt ihr einfach ausmalen und dann mit einem Strich und einem weiteren Halbkreis sitzt der Deckel so schräg oben drauf. Ich persönlich bin ja auch Riesenfan von kuscheligen Socken, wer nicht? Und deshalb finden die natürlich auch einen Platz hier in unseren November-Doodles. Ihr könnt euch da irgendeine Farbe aussuchen. Ich dachte jetzt hier so einen schönen Camel-Ton, der irgendwie ein bisschen wärmer ist noch. Passt vielleicht ganz gut. Ein Essen, was bei mir nie fehlen darf im Herbst, sind Maiskolben. Und die können wir auch ganz einfach ohne das groß zu überdenken aufmalen, indem wir so ein langgezogenes Oval in Gelb irgendwie erstmal ransetzen. Später kommen wir da auch noch mit Details drauf. Und als große Tee- und Kaffeetrinkerin wollte ich auch so eine kleine süße Tasse irgendwie noch hier mit reinbringen. Das könnt ihr einfach so gestalten, wie ihr möchtet. Es gibt so viele Tassenformen, die wir hier verwenden können. Also sucht euch einfach eine aus. Und passend zum Wetter draußen und zu den schönen Farben, die wir in der Natur so sehen, dachte ich, könnten wir auch so einen kleinen Baum noch mit einbringen. Dafür tupft ihr einfach in verschiedenen Farben so ein paar Kleckse aneinander und setzt mit einem Sepiabraun zum Beispiel einen einen Stamm und ein paar Äste noch in den Baum dazu. Da kommt nachher natürlich auch noch eine zweite Schicht oben drauf. Und passend zur Teetasse gibt es auch noch eine schöne Teekanne. Die mache ich jetzt wieder in demselben Blauton oder in einem ähnlichen Blauton wie mein Buch oben. Ich habe mich hier so für eine recht klassische Keramik-Teekanne entschieden. Und was hier überhaupt gar nicht fehlen darf, ist was die Kreativzeit so ein bisschen darstellt. Und da habe ich mich für eine Keramik-Farbpalette entschieden, die wir gleich noch mit verschiedenen Farbklecksen auffüllen. Da könnt ihr euch irgendeine Form erstmal ausdenken. Und jetzt geht es weiter mit den Details. Für das Buch wollen wir für die Seiten erstmal einen hellen, fast schon weißen Ton noch mit reinbringen, dass wir irgendwie ein bisschen was zwischen dem Einband einfach haben. Und für die Wollmütze fangen wir jetzt dann an der Krempe noch so ein paar Striche zu ziehen
um einfach das ein bisschen vom Rest der Mütze abzugrenzen. Und dann könnt ihr auch noch mit so ein paar Tupfern einfach ein bisschen die Wolle oder was auch immer ihr da denkt, einfach darstellen. Mit diesem Rotton können wir auch direkt schon den ersten Klecks auf unsere Farbpalette bringen, wenn wir schon einmal das auf dem Pinsel haben. Und dann geht es auch eigentlich direkt schon weiter mit dem Geist, dem wir ein kleines Gesicht verpassen, also einfach 2 Augen und einen staunenden Mund. Der Topf bekommt wie angekündigt noch einen kleinen Kochlöffel, der so rausspickelt, also sehen wir eigentlich nur das letzte Drittel, das so ein bisschen unter dem Topfdeckel rausguckt. Und ich dachte mir, mit dem Bleistift könnte ich da auch noch so ein paar Dampfschwaden irgendwie andeuten. Das könnt ihr aber natürlich auch weglassen. Unsere Socken bekommen genauso wie die Wollmütze ein paar Striche und damit ein wenig Struktur verpasst. Ich habe mich da jetzt für so ein relativ einfaches Muster entschieden, also einfach ein paar gerade durchgezuckelte Linien und ein paar Punkte, das geht eigentlich immer. Und damit, finde ich, kommt das eigentlich ganz gut zur Geltung. Unser Maiskolben, der bekommt jetzt auch noch ein bisschen Struktur, indem wir so ein paar kleine Rechtecke, Quadrate darauf ziehen. Lasst die Striche auf jeden Fall ruhig ein bisschen wackelig und nicht durchgezogen, und mit ein paar Punkten kommt diese Maiskolbenstruktur eigentlich ganz gut zum Vorschein. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dann, um das noch ein bisschen besser kenntlich zu machen, so ein grünes Blatt da dran setzen, das ihr wie gerade abgepult habt. Und die kleine Teetasse, da habe ich mich für so ein Blümchenmuster entschieden, was im Prinzip nur so Tupfer angeordnet sind, aber die verteile ich jetzt einmal über der Vorderseite von der Tasse, bis eben die Fläche voll ausgefüllt ist. Jetzt habe ich schon wieder fast vergessen, die Farbpalette weiter aufzufüllen. Also vielleicht habt ihr ja schon dran gedacht, aber wenn ihr Farben auf dem Pinsel habt, dann füllt das direkt gerne mit auf. Und mit demselben dunklen Farbton habe ich dann auch noch die Teekanne ein wenig verziert und mich für so ein ganz einfaches Muster entschieden und ein paar Umrandungen noch hinzugefügt. Das finde ich eigentlich immer auch ganz cool, um die Form noch mal ein bisschen deutlicher herauszuarbeiten. Und auch hier dachte ich, es wäre eine gute Idee, nochmal das heiße Wasser irgendwie kenntlich zu machen. Also auch hier optional mit Bleistift ein wenig nacharbeiten. Dann habe ich jetzt peu à peu die Farbpalette noch ein bisschen aufgefüllt. Das könnt ihr natürlich auch einfach aufs Mal machen, aber ich dachte, komm, jetzt haue ich noch mal ein paar Farbkleckse irgendwie drauf. Das ist eigentlich fast schon zu ordentlich. Weil meine Farbpalette, wie ihr gesehen habt, sieht nicht so aus. Die ist viel dreckiger fast schon. Ihr könnt genau für das Maisblatt einfach noch ein bisschen Blattstruktur da dazufügen mit 1, 2, 3 dünnen Linien. Und unser Baum, der bekommt jetzt noch eine zweite Schicht. Ich gehe da einfach nochmal mit ähnlichen und oder denselben Farben ein bisschen drüber. Nicht über die komplette Fläche, aber tupfe einfach nochmal so ein bisschen da rum, dass wir so eine Art Mehrdimensionalität hier hinbekommen. Und dann habe ich mich noch so für ein paar herabfallende Blätter entschieden. Sieht irgendwie ganz süß aus. Und das ist ja auch die Jahreszeit, wo die Bäume langsam ihr Laub verlieren. Für das Buch habe ich jetzt auch noch mit einem Bleistift versucht, die Seiten ein bisschen kenntlich zu machen. Es haben zwar nur so 3, 4 Striche reingepasst, aber fürs Andeuten reicht es auf jeden Fall.
Das waren unsere November-Doodles für diesen Monat. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr die neuen Videos nicht verpassen wollt, dann lasst mir auf jeden Fall ein Abo da.